Zeit für ein Zahnupdate, denn ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft. Das war gar nicht so einfach hier. Das Hintergrundschreien habe ich jetzt eben erst ausgeschaltet. Eins meiner Kinder, das kleinste, eins von den kleinsten. Es hat heute irgendwie erst seinen Mittagsschlaf verspätet gemacht und dann doch gemacht und auf dem Sofa eingeschlafen und seitdem ist sie sehr unleidlich. Ja, mal gucken, ob ich das Video jetzt hinkriege, ohne dass das Gebrüll wieder kommt. Ja, also, der letzte Termin von meiner schönen Zahnspange war Ende September. Ist also jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, bisschen länger. Diesmal war dann auch Maskenpflicht im Treppenhaus. Naja, sonst war alles wie gehabt. Es wurden die Gummis rausgemacht. Jetzt sind ja die Zähne rangerückt, die 6er. Jetzt habe ich also diese Gummis nicht mehr, diese Power Chains. Dafür ist jetzt der Bogen von... Nein, anders. Die 7er hinten sind oben und unten jetzt mit in diesem Bogen drin. Also wurden Brackets an die 7er geklebt, oben und unten. Und die sind jetzt also mit eingebunden. Da geht das bis da hinten, außer der Weisheitszahn, der ist nicht drin. Und die Hoffnung ist, dass das jetzt dann so in Reihe gezogen wird, dass der Biss besser zusammenkommt. Also momentan ist es so, nach wie vor schwebt da ziemlich viel in der Luft. Und das Ziel ist, das alles noch ein bisschen näher zusammenzukriegen. Und ich hoffe mal, dass das ausreicht mit den 7ern, weil mit den 8ern, also wenn an den Weisheitszähnen das Ganze noch befestigt wird, ist wohl ziemlich nervig. Also hier oben habe ich keinen Weisheitszahn mehr, aber da und da habe ich noch einen. Aber ich hoffe mal, dass die Korrektur von den 7ern ausreicht. Außerdem, also war ja so, dass hier der 6er hier, also der da, der mit dem Inlay, der stand ja zu weit drin. Und dadurch hat der unten auf den Backenzahn im Unterkiefer auf die Kaufläche drauf gebissen. Und der soll ja jetzt weiter nach draußen, ist auch schon gekommen, also steht jetzt schon mehr in Reihe mit dem 7er da hinten. Und damit er auch nach außen kommt und nicht da irgendwas anderes passiert, ist jetzt der Bogen wieder drin oben, der Lingualbogen. Dieser Bogen ist oben erstmal wieder reingekommen, damit das nach außen geht und nicht irgendwie sich in die falsche Richtung bewegt. Ja, das hat auch so funktioniert bis jetzt. Die ersten Tage, nachdem das so verändert wurde, konnte ich erstmal gar nicht mehr kauen, weil das halt so in Bewegung war. Also die ersten 2 Tage Flüssigkost. Und also inzwischen geht's wieder, aber Schnitzel kann ich noch nicht kauen. Also heute gab es Schnitzel und das war ein bisschen zu viel. Also die Zähne sind dann nicht schmerzhaft, aber ich habe das Gefühl, ich kann auch nicht kräftig zubeißen. Das tut nicht weh, aber es ist auch irgendwie so, irgendwie nicht so. Also ich glaube auch, die Verzahnung ist immer noch so ein bisschen doof. Also die Verzahnung hat sich geändert jetzt, dadurch, dass die 7er mit eingebunden sind und das nach außen gedrückt wird. Aber die ist noch nicht toll. Also ich hatte einen Tag hatte ich voll die Migräne-Episode. Ich denke wegen diesem Zahn, der da halt jetzt nach außen bewegt wird, aber noch nicht toll steht. Und so eine Migräne hatte ich noch nie vorher. Also sobald ich mich hingelegt habe, ging das los. Also Migräne-Explosion. Und wenn ich mich hingestellt habe und rumgelaufen, dann ging es. Also dann habe ich gar nichts gemerkt. Aber wenn ich mich hingelegt habe, ich hab mich mehrmals übergeben, weil ich musste ja an dem Abend die Kinder ins Bett bringen. Und wie jeden Abend. Und dann hatte ich hier unten schon gekotzt. Und dann bin ich hoch, habe die Großen noch ins Bett bringen wollen, habe dann noch gewartet. Und dann habe ich gedacht, kann ich mich doch irgendwie hinlegen und so und das so entspannen, dass es besser wird. Und dann habe ich mich hingelegt und das Gegenteil war der Fall. Und dann bin ich gleich wieder zum Klo gesprungen. Also hatte ich noch nie. Ganz komisch, aber war nur der eine Tag. Sonst hatte ich nichts. Also ich merke so, dass der Zahn blöd steht,
so beim Kauen. Das ist so ein Frühkontakt, aber zum Glück war das die einzige Migräne-Episode. Hey, eklig. Ja, ansonsten habe ich gestern mich mal um mein Lippenbändchen gekümmert. Ich habe gedacht, erstmal muss ich wieder halbwegs kauen können, bevor ich mir wieder Schmerzen im Mund bereite. Und ich hatte das Lippenbändchen ja schon mal angeschnitten und das ist auch besser geworden danach, aber noch nicht ganz. Also das Zahnfleisch hing immer noch auf einer Seite runter, an der anderen Seite war es wieder schon näher am Zahn dran. Hatte ich ja euch das letzte Mal berichtet, dass hier unten der eine Schneidezahn des Zahnfleisch weggegangen ist, weil das Lippenbändchen da dran zieht. Also das hat sich alles so verschoben, dass das Lippenbändchen plötzlich vor diesem einen Zahn ist. Und da hatte ich das letzte Mal schon das Lippenbändchen da ein bisschen durchgeschnitten und es hat halt noch nicht gereicht und deswegen habe ich gestern nochmal nachgeschnitten. Also für die, die denken, dass das jetzt so brachial ist, ne? Ich habe Medizin studiert und ich habe jetzt nicht so die Hemmung da an mir dran rumzubasteln und ich weiß auch, wie man es macht, also schön betäuben und dann geht's los. Und wir haben auch das Werkzeug da für sowas. Ja, jedenfalls habe ich jetzt das Lippenbändchen nochmal nachbearbeitet. Da sieht man den Schnitt leicht. Und da hängt immer noch das Zahnfleisch halt. Das Zahnfleisch hängt da vor allem auf der Innenseite noch zu weit unten. Ja, jetzt muss er das erstmal verheilen, dann muss ich das jeden Tag massieren, wie man das halt so macht. Habe ich ja schon Erfahrung damit, damit es nicht wieder zusammenwächst. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das Zahnfleisch sich dann da wieder ganz normal an den Zahn anlegt. Der nächste Termin ist diesmal nicht in einem Monat, sondern in 2. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, dass ich mal einen Monat nicht hin muss. Ja, mal gucken, was sich dann bis dahin getan hat. Also er meinte, dass das wohl recht schnell gehen würde jetzt, dass die Verzahnung besser wird. Hoffe ich doch mal, dass es auch so ist. Also am Anfang hieß es ja, naja, spätestens Oktober, dann bin ich fertig, aber bei mir dauert es halt doch länger. Und mal gucken, ob dann die Verzahnung ausreicht oder ob wir dann doch noch die Weisheitszähne einbinden müssen. Naja, aber alles in allem, nach den ersten schmerzhaften Tagen am Anfang, nach dem letzten Termin, geht es mir eigentlich gut und das meiste kann ich schon essen. Das Schnitzel war heute auch ein bisschen Schuhsohle, muss ich zugeben. Aber sagt's nicht meiner Tochter, die hat es nämlich gemacht. Ja, ist halt immer nicht so toll, wenn man nicht so richtig kauen kann. Aber ja, da muss man durch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Oktober. Lasst euch nicht verrückt machen von der Politik. Alles wird gut. Tschüss.